Hallo, heute nehmen wir euch mit auf den Kyffhäuserweg und wir sind in Steintal-Leben losgegangen. Das könnt ihr hier im Hintergrund sehen. Und wir sammeln ein paar Stempel für die Touring-Stempelhefte. Und davon gibt's ganze 10 Stück. Allerdings sind das natürlich nicht die größten Highlights auf dem 37 Kilometer langen Kyffhäuserweg. Ihr kommt unter anderem am imposanten Kyffhäuserdenkmal vorbei, das einen atemberaubenden Panoramablick bietet, und den tiefsten Burgbrunnen der Welt. Allerdings ist der Eintritt nicht kostenlos. Danach führt euch der Weg dann weiter zu Königsfels-Tilleder, was ein Freiluftmuseum ist, was auch Eintritt kostet und ein ganz bisschen abseits vom Weg ist. Danach geht's dann auf zum Panoramamuseum und noch zu den bizarren Barbarossa-Höhlen. Ihr solltet also auf jeden Fall ein bisschen Kleingeld mitbringen für die Eintrittspreise und euch entsprechend viel Zeit nehmen, wenn euch das alles interessiert. Offiziell wird auch empfohlen, den Weg an 3 Tagen zu machen. Wir haben den an 2 Tagen gemacht und haben uns eigentlich nichts angeguckt, außer das, was wir im Vorbeigehen gesehen haben. Und im Kyffhäuser-Denkmal waren wir auch schon mal wann anders. Als erstes wurde dann natürlich erstmal gestempelt und dann ging es für uns auch schon weiter auf dem gut beschilderten Weg Richtung Brockenweg. Den Brocken konnten wir von da leider nicht sehen, aber der Blick auf die Rote Burg war dafür umso besser. Außerdem sind uns dort zum ersten Mal diese Hörerlebnissachen aufgefallen. Da kann man so einen QR-Code scannen und kriegt dann eine kurze Geschichte erzählt, in dem Fall zur Roten Burg. Davon werdet ihr unterwegs auf einige treffen und wir fanden die Idee eigentlich ziemlich cool. Was dann allerdings nicht so cool war, war die Nähe zur Straße. Doch zum Glück ging das nicht ewig so weiter und als wir dann auf dem Walderlebnispfad angekommen waren, wurden wir auch noch mit dem Stempel belohnt. Danach ging es für uns dann zum Kyffhäuser-Denkmal und auch direkt daran vorbei. Wer kein Geld dafür übrig hat, kann sich zumindest das Unterburgendenkmal kostenlos angucken. Wenn man sich dann an der Touristensammelstelle vorbeigeschlängelt hat, geht's erstmal steil bergab nach Tilleda. Zum Glück kann man sich auf dem Weg runter, wenn man zur richtigen Jahreszeit unterwegs ist, auch richtig satt essen. Da gibt's nämlich eine Streuobstwiese und jede Menge Äpfel und Birnen. Das ist auch dringend nötig, weil der Weg geht auch direkt wieder bergauf, noch bevor er die Königspfalz erreicht. Ich glaube, wenn wir nicht stempeln würden, wären wir hier an einer mega geilen Aussicht vorbeigelaufen. Wir sind hier an Stempelstelle Nummer 141. Danach gab es noch 2, 3 weitere Punkte mit einer unglaublichen Aussicht, aber ich will euch nicht 10-mal mit demselben Motiv belästigen. Leider sind wir an der Abzweigung nach Ratsfeld vorbeigelaufen und hatten dann auch keine Lust mehr zurückzugehen, weswegen wir euch keine Fotos vom Jagdschloss zeigen können. Wir waren dafür aber schneller bei der nächsten Stempelstelle. Wenn übrigens gerade Apfelzeit ist, könnt ihr euch hier wieder satt essen, denn ab hier ist auch wieder eine Streuobstwiese und links und rechts steht alles voll. Für uns gab es leider noch keine Äpfel, die waren noch nicht bereit. Was es aber gab, war die Schutzhütte Hornungshöhe. Die liegt ein bisschen abseits vom Weg und ich bin im Internet drüber gestolpert, dass die super cool sein soll. Das haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen, haben da vorbeigeschaut und noch sehr lange die Aussicht genossen. Am nächsten Morgen ging es für uns dann an den Streuobstwiesen weiter zum Panoramamuseum, wo es übrigens auch einen Sonderstempel für das Touring-Stempelheft gibt. Anschließend führt uns der Weg durch die niedliche Ortschaft Bad Frankenhausen. Lustig fand ich jedenfalls die Idee mit den Leitern direkt am Ortseingang, wo der Weg lang geht, und der schiefe Turm hat mich auch ganz schön fasziniert. Allerdings ging es schon recht fix wieder bergauf, aus der Ortschaft raus zur Naturparkstation, wo der nächste Stempel wartete. Ab jetzt wurden wir übrigens zweimal gebeten, die Umleitung zu gehen. Wir haben uns trotzdem jedes Mal für die Originalroute entschieden und die Wege waren begehbar. Aber seht selber.
Wir haben uns dagegen entschieden, der Umleitung zu folgen. Und das ist schon ziemlich cool hier. Das ist fast so ein bisschen urwaldmäßig. Auf jeden Fall ziemlich schön. Ich hoffe, dass wir da nicht noch auf die Nase fallen und dann doch noch irgendwie vor einem Teilstück vom Weg stehen, was wir nicht passieren können. Mal gucken. Auf jeden Fall hatten sie hier ziemlich gut zu tun, um den Weg wieder freizuschneiden. Nach der Stempelstelle Kattenburg, die gefühlt mitten im Nirgendwo steht, haben wir noch 2 wunderschöne Wildtiersichtungen gemacht. Sind zur Barbarossa-Höhle geschlendert und haben uns da eine kalte Cola gegönnt. Und sind dann entlang der Felder wieder nach Steintal-Leben, wo das Auto stand. Natürlich haben wir auf dem Weg auch den letzten Stempel noch mitgenommen. Das war's auf jeden Fall für dieses Mal. Ich würde mich aber freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet, wenn wir Schritt für Schritt Deutschland erkunden.